Mhm. Jetzt? Ja. Prost. Prost, liebe Freunde, und herzlich willkommen. Ich bin's und Rita. Wie ihr vielleicht gesehen habt, waren wir ja in den letzten Tagen mal im Legoland. Und wir sind da natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause gekommen. Wie könnte es anders sein? Wir haben ein bisschen was eingekauft. Einen kleinen Vorgeschmack habt ihr schon bekommen. Mitunter diese coolen Tassen hier. Und solche coolen habe ich wirklich noch nie gesehen. Fehlt fast noch unser Logo hier drauf, aber dann wäre es perfekt. Wir dachten, wir wollen auch Minifiguren sein. Jetzt sind wir Lego-Minifiguren. Wir haben einiges eingekauft. Viel, was wir euch zeigen müssen, also verschwenden wir keine Zeit. Ihr habt ja nicht eingeschaltet, dass ihr uns beim Kaffee trinken zuseht. Also würde ich sagen, wir schnappen uns gleich mal das erste Säckchen und schauen, was da drinnen ist. Und zwar waren wir im großen Lego City Shop am Anfang. Als erstes, genau. Und da haben wir eben diese Tassen mitgenommen. Wir haben ich habe auch diese Maske für Christoph mitgenommen. Denn ich hoffe doch, dass eine Halloween-Party dieses Jahr drinnen sein wird. Und Christoph ist jetzt nicht der sich gerne verkleidet, auch wenn man das von den Videos sich nicht denken würde. Und deswegen habe ich mir gedacht, mit der Maske, das geht. Das ist wirklich gut. Das einzige Problem ist, Lego-Männchen haben keine Nase und die ist bei der Nase ein bisschen eng, aber sonst passt es gut. Dann geht es weiter. Natürlich, Rita kann nie ohne Handtasche nach Hause gehen. Die ist fast ein bisschen übertrieben, aber ich habe gesagt, komm, ich kaufe sie dir. Wir hatten jetzt ja unseren ersten Hochzeitstag. Da hat sie die bekommen von mir. Ja, genau. Ich bin der große Spender. Kein Problem. Ist ein Rucksack und der ist echt auch cool. Gibt es in verschiedenen Farben und ich habe mir den goldenen genommen. Angeblich ist der ein bisschen schwierig vom Material her. Das heißt, er könnte sich schnell abnutzen, steht drauf. Ich bin gespannt, wie lange er hält. Auf jeden Fall sieht er erstmal ganz cool aus. Und hier mit den verschiedenen Taschen. Auf der Seite hat auch noch eine Tasche. Also das passt. Finde ich auch sehr stylisch. In Silber hat sie noch gegeben und in Rot und in Blau, wenn ich mich nicht täusche. Aber mir hat auch der goldene am besten gefallen. Also den passt der zu Rita am besten. Dann schauen wir mal, das ist jetzt das Falsche. Das wollen wir euch erst später zeigen. Wir wollten nämlich nach Geschäften vorgehen und eben den City Shop starten. Im City Shop haben wir eingekauft, ja. Frau Assistentin, zeigen Sie mal diese beiden Exemplare vor. Ich habe mir nicht nur Minifiguren wieder selbst zusammengestellt, sondern ich habe auch ein paar von diesen Minifiguren-Sets gekauft, denn da sind ein paar neue dabei. Und wie ihr hier seht, unter anderem zum Beispiel das Harry Potter Set finde ich extrem, extrem cool. Irgendeine Hexe, ein Zauberer sind dabei. Der Harry Potter ist zum Glück dieses Mal dabei, das freut uns sehr. Das Coole daran ist... Wir haben ja noch keinen Harry Potter aus. Genau. Exklusiv in dieser Verpackung, und das hat mich eigentlich am meisten gereizt, ist diese Fliese, die bedruckt ist mit Dumbledores Armee und mit den verschiedenen Namen, die sich da eingetragen haben. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr cool. Genau. Und dann haben wir eben noch dieses gekauft. Das ist von den Minions. Wir haben ja kein Minions-Set. Jetzt habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich süß, wenn wir die zwei Minions bei uns in der Stadt hätten, im Vergnügungspark. Und ihr seht, die eine Figur ist exklusiv. Ja, finde ich ganz cool. Hat auch eine neue Frisur dabei. Also, was will man mehr? Kann man mal mitnehmen, finde ich auf jeden Fall ganz nett. Genau. Dann, das haben wir uns schon zu Hause gedacht, das war kein Spontankauf. Ich darf präsentieren, die Sesamstraße. Wir sind zwar beide jetzt keine... Es läutet an der Tür. Wir kommen gleich wieder. Wir sind wieder da. Christoph hat nämlich der Nachbarin die Unterhose wieder zurückgeben müssen. Es war ein Sturm bei uns. Und da hat die Wäsche von der Nachbarin zu uns auf den Balkon geblasen. Und die hat wohl die jetzt wieder gesucht. Ich habe
sie auch wieder zurückgegeben, kein Problem. Zurück im Programm. Die Sesamstraße, ein Set, was wir eigentlich schon die längste Zeit ganz cool gefunden haben, haben wir jetzt nicht gekauft vorher. Genau. Aber als Jahreskarteninhaber, welche wir stolzerweise sind, bekommt man ja immer so Gutscheine, die, glaube ich, haben wir euch auch gezeigt mal in einem Legoland-Video. Und da haben wir diesen Gutschein hier mit 25, also dieses Set hier mit 25% Rabatt gekauft. Das hat dann statt 120 nur mehr 90 € gekostet und das finde ich eigentlich ganz okay. Dann geht's weiter mit der Citybox. Es gibt ja gegenüber vom großen Lego-Shop auch noch dieses kleine Lego City-Geschäft. Genau. Da haben wir auch wieder ein Minifiguren-Set gekauft. Vielleicht kannst du das... Ach ja, perfekt. Genau, die anderen Sachen kurz rausgeben. Ein Minifiguren-Set, das ich auch ganz okay finde. Christoph hat das ein bisschen besser gefallen noch. Mit irgendwelchen Space. Das ist ganz was Seltsames. Doch, aber irgendwie so mit Space habe ich es jetzt nicht so. Aber gut. Kann man auf jeden Fall damit arbeiten und sonst muss Christoph sie platzieren, aber das schaffen wir auf jeden Fall. Was ich mir geschnappt habe in diesem Superstore komplett. Ist das hier, das habe ich auch noch nie gesehen. Das sind Sticker. Und ich habe mir gedacht, falls wir doch die in der Stadt selbst was bauen, selbst Erweiterungen machen, wären die vielleicht ganz cool. Es sind auch ein paar Teile dabei, wie ihr hier seht. Zum Beispiel dieses Fenster hier, eine Brezel und Teile, dass man Schilder machen kann. Genau. Verzeihung. Und da dachte ich mir, mit dem kann man arbeiten. Das ist recht cool. Es sind übrigens 5 Stickerbögen dabei mit den verschiedensten. Genau, mit den verschiedensten Motiven, wie gesagt, zum Beispiel die Bäckerei oder wieder mal eine Pizzeria, ein Obstladen, ein Supermarkt und so weiter und so fort. Finde ich recht cool. Bin gespannt, wo wir das hin machen. Und ich auch. Dann hat Rita dort in diesem City-Shop Figuren gekauft. Sehr große Auswahl an Frisuren. Es gab auch andere Frisuren, aber irgendwie hat Rita diese hier 6-mal genommen. Die sind so cool. Das ist doch mal eine Wallemähne. Ja. Also ich meine, die ist doch Finde ich auch. Wahnsinn. Also mir hat die auch sehr gut gefallen. Auch die Gesichtsausdrücke sind hier sehr cool. Also wir haben auch Männer mit diesen wallenden, langen, blonden Haaren, aber das ist kein Problem. Die Hosen sind auch sehr cool, halb weiß, halb blau und dann auch noch so halb schwarz, halb braune. Haben mir sehr gut gefallen. Bei den Accessoires sind wir eigentlich hauptsächlich bei Pizza geblieben. Ein Croissant und ein Snowboard, das auch sehr cool aussieht, das ich so noch nicht gesehen habe, muss ich sagen. Ich weiß nicht, in welchem Set das vorkommt, aber das ist auch sehr, sehr cool. Haben wir sonst noch was? Finde ich auch cool. Ja, diesen Stickerbogen hast du gezeigt. Genau. Wir haben uns den Stein geholt. Natürlich den Fabrikstein, wie könnte es anders sein? Man sieht nach wie vor keinen Kinofilm, aber das macht nichts, dann ist man schneller durch. Den Geburtstagsstein, der eigentlich ja auch in dieser Citybox zu holen ist. Aber in der Citybox war die Information, dass wir es in der Boutique holen müssen. Passt aber auch diese auch gleich um die Ecke, deswegen kein Problem. Den bekommt man auch, wenn man eine Jahreskarte hat. Da gibt es dann einen Gutschein. Genau. Und dann kann man sich einen pro Person holen. Das muss sich ausgehen, die waren zuerst auch drin. Also wie gesagt, falls es dieses Gutscheinblatt mal nicht geben sollte, was wir mitbekommen haben, dann müsst ihr einfach bei eurem nächsten Besuch wieder hin und dann bekommt ihr es hoffentlich. Denn wir haben schon gehört, dass das des Öfteren mal... Du darfst mal das hier zeigen. Das war ein Spontankauf und ich habe lange überlegt, ob ich das kaufen soll, aber ich habe dann zugeschlagen. Spontankauf, aber lange überlegt. Ja. Okay. Es war etwas seltsam, dieses Set zu kaufen, aber ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ihr wisst, wir haben ja einige Lego City Sets für uns in der Stadt stehen. Es gibt ein Set, welches wir kaufen wollten, welches ich kaufen wollte, aber es ist ein Exklusivset. Es ist die 60306. Ich weiß, kein Mensch weiß, warum das ein Exklusivset ist. Es ist auch relativ teuer, es kostet 70 €. Genau, es ist eins von den Sets mit den neuen Straßenplatten. Ja. Geht jetzt aus dem Sortiment. Aber es sind einige coole Sachen dabei. Ihr seht das hier zum Beispiel, dieses Rad hier. Seht ihr das? Ja, genau. Dieses Rad, wo vorne der kleine Junge drinnen sitzt, das ist doch sehr cool. Ein Sportgeschäft auch mit dem Rad, wo das verkauft wird. Die Bäckerei gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Sieht man die auch hier irgendwo?
Vielleicht machen wir dazu sogar ein Genau. Haul-Video, weil ich mir denke, dass das Set vielleicht nicht viele haben, da es wirklich exklusiv ist. Ein Haul-Video, ein Aufbauvideo. Ein Haul-Video haben wir ja hier ja schon gemacht. Aber ja, das Set, ich kann es euch zeigen, kostet 70 Euro auch im Legoland. Und man bekommt, wenn ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch sofort nach diesem Video hier an. Man bekommt, wenn man mit der Handy-App bestellt und sich nicht beim Shop anstellt, 10% auf alles. Sie haben zwar nicht alles dort, aber setmäßig sind sie nicht so schlecht ausgestattet. Das heißt, wir haben das Set hier für 63 Euro gekauft. Ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu teuer dafür, für das, was es bietet, aber egal, jetzt haben wir es schon zu Hause und jetzt bauen wir es rauf und zeigen es euch. Genau. Als nächstes haben wir, ich glaube, die Fabrik, wo wir natürlich die längste Zeit drinnen waren. Da, ihr seht, Rita ist schon ganz nervös, gibt es natürlich am meisten für uns. Ich habe mir übrigens jetzt auch mal, und das habe ich in der Fabrik gekauft, gibt es im City Shop auch, ich schätze mal in anderen Shops auch. Wir haben ja schon 2 solche Köpfe, die glaube ich da hinten drauf sind, eine bisschen andere, aber fast. Und ich habe mir jetzt da Halloween in großen Schritten signiert, habe ich hier den gekauft für unsere Süßigkeiten, die wir hoffentlich ja zu Halloween ergattern werden. Da bin ich aber sehr gespannt. Rita kümmert sich um die Figuren, die habe ich selbst noch nicht gesehen und ich zeige euch mal, was wir hier sonst noch so an Teilen gesnackt haben. Ihr wisst ja, es sind nicht alle Steine günstig, 9 Euro pro Kilogramm, 9 Euro pro 100 Gramm, 9 Euro pro Kilogramm wäre ein traumhafter Preis. Wir haben aber auch dort, wir zeigen euch dann noch die Rechnung, einen Gutschein von der Legoland Jahreskarte eingelöst und zwar 20% auf den gesamten Einkauf. Und das ist dann schon ganz in Ordnung. Oder wisst ihr was, ich zeige euch die Rechnung sofort. Wir haben hier die, wie man das sieht, Legoland Fabrikshop. Und da haben wir alles hier, was wir gekauft haben. Und am Ende wäre herausgekommen 321 Euro und dann ein Rabatt in der Höhe von 20%. Was die 2 Euro Minifigurengravur, die zeigen wir euch auch. Dann sind noch übrig geblieben 261 Euro und das sind dann effektiv also ja 7,20 Euro pro 100 Gramm, das ist also ganz in Ordnung. Hier seht ihr übrigens auch die Rechnung vom City Shop und hier ganz am Anfang ist die Sesamstraße und dann wurden hier gleich mal 25% abgezogen. Das rentiert sich natürlich nur für große Sets, die auch sehr teuer sind, vor allen Dingen welche, die nirgendwo sonst irgendwo mal im Angebot sind. Was haben wir dort gekauft? Wir schlagen da immer bei Blättern zu. Also hier haben wir normalgrün, dunkelgrün und ich glaube auch ein paar olivfarbene. Und unten, man darf davon 100 Gramm pro Person und pro Einkaufstag, pro Steineart oder pro verschiedenen Artikel nehmen. Wir haben da immer ein bisschen mehr genommen. Die Leute sind dort aber sehr freundlich und haben uns die gegeben. Das ist, ich glaube, 400-500 Gramm Blätter, damit wir wieder Wild City begrünen können. Das wollt ihr ja immer. Genau. So, und jetzt machen wir eine kurze Zäsur, denn Rita möchte ihre Figuren präsentieren. Genau. Ich habe 3 Sechser-Sets genommen von den Minifiguren und ich präsentiere jetzt erstmal die Oberkörper, die in mein Freibad kommen sollen, die tätowierten Männer und die Frauen mit den Muschelüberteilen. Ihr seht, verschiedene Frisuren gibt es hier. Die Frauen, die im Freibad sind, habe ich mir gedacht, die Kappen mit dem Pferdeschwanz, das passt sehr gut. Auch wieder die recht teuren Männerfrisuren, ja, die sehen einfach klasse aus, leider nur in schwarz, aber gut. Dann wieder, ja, einfach verschiedene schöne Oberteile, zum Beispiel die mit dieser Umhängetasche, Lederjacke, accessoiremäßig auch. Ihr seht es wieder, bin ich wieder bei den Brezen, bei den Cafés geblieben. Ein paar Gitarren und ansonsten, ja, nichts Aufregendes oder nicht viel anders, als wir das letzte Mal schon mitgenommen haben. Hier sind auch nochmal 4 Minifiguren, die ich noch mitgenommen habe. Ihr werdet jetzt denken, da fehlt dann noch eine und da habt ihr vollkommen recht. Wir haben nämlich dieses Mal, ihr seht das, diese Frisuren, die wir auch das letzte Mal mitgenommen haben, genau. Wir haben eine Figur dieses Mal gravieren lassen.
haben das mal Ich ausprobiert. weiß noch nicht, wo sie ist, aber sie ist hoffentlich hier Wir irgendwo werden sie drinnen. finden. Und das kann man auch eben, eine Gravur hat man gratis mit der Jahreskarte. Sonst Deswegen- kostet sie, glaube ich, 2 Euro. Also sie ist relativ Ja. günstig jetzt im Verhältnis, wenn man sagt, Finde ich okay, auch. man kann das machen lassen. Generell ein 6er-Set, warum Rita immer von 6er-Sets Minifiguren spricht. 6 Minifiguren, das heißt Hose, Oberteil, Kopf, Kopfbedeckung oder Haare und auch ein Accessoire kostet 10 Euro. Das sind dann bei uns weniger 20%, 8 Euro gewesen. Also das ist sehr, sehr in Ordnung. Und wir haben noch 2 Sachen dazu bekommen. Wenn man vor 13 Uhr einkauft, Leute, macht das auf jeden Fall, dann bekommt ihr auch noch Geschenke und ihr könnt Und- euch die Sachen natürlich auch deponieren lassen und am Abend an der Info abholen. Das ist total Ja. praktisch. Das finde ich ja sehr, sehr nett. Ich bin schon gespannt, ob wir das auch so aufbauen werden. Auf jeden Fall, die Teile sind für uns sehr interessant. Und ich habe dieses Set bekommen. Wie cool ist das denn? Also ich war hin und weg, wie wir das Sackerl dann aufgemacht haben. Ich habe nicht genau gesehen gehabt, was uns dieser liebe Verkäufer hineingegeben hat. Und er hat uns das beste Set hineingegeben, das es wohl gibt. Rapunzel. Und der süße Kleine von Rapunzel, der ist doch so süß. Also Rita ist glücklich, dann Ja. bin ich es auch. Wie könnte es anders sein? Und es geht gleich weiter mit Ritas Geschichten. Und zwar ein halbes Sackerl voll mit diesen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Wandteilen oder Rock Pieces. Aber Und in zwar sind das Glitzer. nicht irgendwelche, sondern glitzernde. Genau. Und ich weiß nicht, willst du verraten, was du da vorher hast? Rita hat sich ein Set gekauft. Ich weiß nicht, ob das Video jetzt vor oder nachher kommt. Ich habe es Ich habe es nicht im Legoland gekauft, sondern ich habe es online bestellt, damit wir ein Exklusivset dazu bekommen. Und ich habe mir das Frozen Castle bestellt. Und das kann natürlich nicht am Boden stehen, Jetzt ist es sondern raus. auf einem Ja. Eisberg. Die finde ich eigentlich ganz cool. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin Wer da nicht? eher ein bisschen traditioneller unterwegs mit meinen Teilen, die ich dort gekauft habe. Eine gute Handvoll, wie gesagt, es sind noch ein paar mehr davon drinnen. 1x1er Plates in Light Bluish Gray. Die kann man immer mal brauchen für irgendwelche Gehsteige oder irgendwelche anderen. Ja, Grau ist so eine Farbe, die brauchen wir oft. Dann, da bin auch ich gefragt, jede Menge Platten, 16x16 und auch 8x16 in Dark Tan. Das wird für ein Mock, welches wir in Zukunft jetzt mal planen werden, aber dass ich die Steine brauche, weiß ich schon. Also relativ viele dieser halben Platten und auch viele große. Und Ja. dazu eigentlich 2 ganze Säcke. Der Verkäufer hat dann schon ein bisschen geschaut, aber er hat uns da sogar geholfen, das umzupacken. Jede Menge dieser Fensterteile in, ich glaube, 5x6 Dimension und diese oder Viertelkreise. Da sind dann unten auch noch durchsichtige Fenster und Türen. Also auch jede Menge sowas. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, weil es durchsichtig ist. Haha. Die gibt es auch dort. Die sind relativ teuer auf Bricklink. Ihr müsst natürlich schauen, weil nicht alles günstig ist. Also so die regulären Steine, 2x2, 2x4, die zahlen sich in den seltensten Fällen aus. Aber gerade so Sachen, wenn man ein bisschen weiß, was die Teile auf Bricklink wert sind, dann kann man da wirklich, wirklich gute Schnäppchen machen. Vor allen Dingen, weil das auch neue Teile sind. Also da kann man wirklich zuschlagen. Rita präsentiert euch die Kollektion an Mauersteinen, die wir hier Genau. genommen haben. Wir haben welche in Nougat, in Sand und in Dark Grey genommen. Und ihr seht Zweier und Vierer. Finde ich sehr cool. Ich weiß noch nicht, wo wir die verbauen werden, aber da findet sich immer. Auch eine gute Menge so Zäune und Absperrungen braucht man immer. Die Bahngleise sind bei uns noch immer frei begehbar. Das kann nicht sein. Auch der Vergnügungspark ist hinten noch immer nicht überall zu. Christoph hat Angst um die Minifiguren. Ja. Ich habe mir 6x6er Fliesen in Light Bluish Gray gekauft. Ich glaube ungefähr 10 oder 20 Stück, damit ich mal ein bisschen schneller fließen kann, wenn ich was in hellgrau fließen will. Dann ungefähr 10 Stück dieser, ja, was sind das eigentlich? Ich glaube, Supports sind das bei Bricklink, weil ich mir gedacht habe, irgendwo vielleicht, wenn ich mal den Güterbahnhof ausbaue, vielleicht brauchen wir da oben irgendwelche Rohre, die kenne ich aus der freien Wildbahn, wo irgendwelche, was weiß ich, Benzinleitungen oder so verlaufen. Und dann natürlich auch, und da finde ich jetzt die Fenster nicht, hier sind sie,
klassische Zugtüren in Schwarz hat es gegeben. Ich weiß gar nicht, ob die bei Lego überhaupt im aktuellen Sortiment sind. Ich glaube nicht, wenn ich mich nicht täusche. Jedenfalls wüsste ich kein Set, wo diese Zugtüren gerade drin sind. Vielleicht bei einem Technikset. Und auch die passenden Fenster dazu. Also die Türen gibt es in links und in rechts und die Fenster in hellblau und in schwarz. In schwarz, genau. Sehr cool. Sehr cool. Solche kann man immer brauchen und die sind sehr beliebt. Das Sonst ist übrigens ist hier nichts anderes drinnen. Das zweite Sackerl mit den großen Fenstern und da haben wir eben noch die hellblauen Zugfenster hinein. Das ist ein wenig ein Durcheinander, weil uns der Verkäufer beim Verpacken geholfen hat, da es sonst sich überhaupt nicht mehr ausgegangen wäre. Dann hat Christoph noch ein Sackerl mit diesen 1x1er in dunkelgrau. Ja, das sind aber wieder Plates. Ich wollte eigentlich Teils haben für die Gehsteige, hat es wieder nicht gegeben. Bei den Teilen in der Fabrik, wir waren jetzt, ich glaube, 5 Wochen nicht dort, hat sich sehr viel getan. Es hat keine Wassersteine gegeben. Ich habe sogar gefragt und er hat gesagt, es gibt es nur in grün. Aber das sieht ja dann aus, wie wenn lauter Algen im Wasser wären. Ja, also weil wir schon gefragt worden sind, ob die das ganze Jahr dieselben Steine haben. Nein, es ist relativ viel anders gewesen. Viele Steine haben sie gehabt. Andere Steine sind neu. Wir haben hier Büsche in grün für Rita. Freibad. Fürs Freibad, gut, weiß nicht. Ja, damit es irgendwie netter ist, oder? Wenn die Leute dann da so sitzen, sticht dir halt kein Auge aus. Büsche kann man nie genug haben, finde ich. Genau. Das ist eine gute Sache und die sind auch sehr teuer eben. Wir haben noch was Cooles gekauft. Du kannst schon mal weiter auspacken. Wir haben nämlich auch von dem Kleinteile-Zeug was gekauft. Okay, Kleinteile-Zeug, ja. Wir haben hier die Figur von Tim, die ist hier extra verpackt, weil die, wie gesagt, bedruckt worden ist. Und zwar nimmt man sich einfach bei diesem Assortiment an verschiedenen, Verzeihung, Rita hat heute sehr deftig gekocht. Bei dem Assortiment an Teilen, die großteils dem City-Sortiment entsprechen. Also es gibt ein paar Ritter und ein paar Piratenteile, aber großteils sind es City-Sachen, die sie dort haben. Gibt es auch eine weiße Weste oder ein weißes T-Shirt und da kann man dann, wenn man zur Kasse geht, sagen, man möchte die gerne bedruckt haben. Und wir haben das mal probiert und haben hier Tim drauf gravieren lassen für unseren Junior. Ich finde, es schaut super aus. Und das ist zwar eine relativ einfache Schrift, es gibt da keine großen Experimente, aber wir haben das einfach mal probiert und wir finden, es passt sehr gut und haben das jetzt hier für uns, damit wir es euch präsentieren können. Ja, genau. Bitte. In der Fabrik gibt es auch eine Glasvitrine, wo man immer so kleine Sachen sich holen kann. Da muss man sich dann merken, wie das eben heißt. Und da ist zum Beispiel Flamingo und Faultier. Ja, ihr habt ja den Vlog gesehen, deswegen wisst ihr, dass es dort so eine Vitrine gibt. Haben wir mitgenommen, Flamingo und Faultier zum Beispiel. Sie können das auch hier präsentieren, wenn Sie wollen. Ja. Die haben wir übrigens auch mitgenommen. Ich weiß nicht, warum Rita wollte. Doch. 2, 4, 6, 8, 10. 2x12er Plates in hellgrau. 3 Stück wollte sie. Ich weiß nicht warum. Wisst ihr warum? Weil, hier sind mal die Tiere, das sind übrigens auch 2 Lamas, die neu sind. Lamas sind toll. Ich weiß nicht, sind die von Friends, aber die gefallen mir sehr. Die kommen bei uns in den Streichelzoo. Bei der Zooerweiterung muss ein Streichelzoo dabei sein oder ein Lama-Gehege. Aber die sind auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, warum habe ich die Platten mitgenommen? Weil meine Mom jetzt die Idee hatte, unsere Familie in Lego-Figuren nachzubauen. Nicht, dass die nicht schon bei uns in der Stadt wäre, aber sie wollte sie auch für zu Hause haben. Deswegen, ja, hat sie das jetzt gemacht. Übrigens auch ein gutes Geburtstagsgeschenk für alle möglichen Leute, denn das gefällt den Leuten immer. Auch wenn sie nicht die riesigsten Lego-Fans sind, aber Familie nachbauen mit Lego-Steinen. Ja. Das ist immer cool. Das ist immer cool, ja. Dann haben wir noch blaue Fahrräder mitgenommen, denn das letzte Mal gab es nur die roten. Und wir haben Rollstühle gekauft. Die gab es diesmal auch in dieser Vitrine und da haben wir uns auch 5 Stück mitgenommen. Richtig, ja. Ein Fahrrad kostet 1 Euro. Da müsst ihr bei Bricklink mal zuschauen, dass ihr da welche bekommt. Gibt es normalerweise auch in Rot und in Weiß. Ja. Und ein Rollstuhl kostet 1,50 Euro, wenn ich mich nicht täusche, oder 1,49 Euro. Das ist eigentlich auch ganz okay. Ja. Für unsere Stadt brauchen wir, Rita hat zwar letztes Mal einen gebaut, aber jetzt haben wir hier was original nachgekauft, offiziell, genau. Und dann hat sich Rita noch 3 solche Bälle gekauft. Ja, ich habe mir gedacht, das Wasserball vielleicht im
Freibad. Die waren bei den Technikteilen total cool irgendwie. Ja. Also das ist auf jeden Fall interessant. Die Genau. lassen wir gleich hier, weil das gehört ja deiner Mutter und nicht mir. Und somit ist, ob ihr es glaubt oder nicht, das Sackerl aus der Fabrik auch leer. Und wir haben noch ein großes, schweres vor uns. Denn wir Rechnung haben wir euch gezeigt. Was gibt es noch? Schnäppchenzelt. Das Schnäppchen oder auch Aktionszelt. Es ist noch immer da. Dort gab es sehr viele neue Sachen. Es hat sich in den 5 Wochen, wo wir nicht dort waren, viel getan. Ich fange mal an mit einem, ich weiß nicht warum, aber mir gefallen immer diese Souvenirbecher. Letztes Mal habe ich mir einen gekauft von Lego Movie 2. Dieses Mal war es Ninjago. Save the City Ninja steht hier drauf. Und die werden wir sicher mal nehmen. Ihr seht uns sicher demnächst mal zum Trinken in der Stadt und mit ausfahrbarem Strohhalm. Der übrigens extrem schlecht zu trinken geht, aber gut. Ja, egal. 1,99, liebe Freunde, 1,99, das ist schon okay. Dann haben wir natürlich für Tim auch was mitgenommen. Im Schnäppchenzelt gibt es ja auch immer das Duplo, wo man sich da die Einzelteile herausnehmen kann. Und da haben wir ihm ein Polizeiauto mitgenommen mit einem Polizisten und einem Räuber. Ihr seht, der ist da hinten am Mitfahren. Und ja, genau. Wir haben Light and Sound, meine sehr verehrten Damen und Herren. Light and Sound Brick natürlich mitgenommen. Da hat er schon die mega Freude damit. Also, ja. Das passt. Also die Kleinen sind dort natürlich bei Duplo. Und unser Junior spielt so gerne mit seinem Lastwagen, den er letztes Mal von seinem Papa bekommen hat. Deswegen haben wir ihm wieder was mitgenommen. Dann haben wir, was uns nicht sehr verwundert, es gibt wahnsinnig viele Troll-Sets im Angebot dort im Schnäppchenzelt. Das stimmt, ja. Übrigens nicht alles, was im Schnäppchenzelt ist günstig. Ihr müsst schauen, manche Sets sind zwar 20, 25, 30% verbilligt, aber die bekommt ihr woanders immer noch günstiger. Was ihr wahrscheinlich nicht günstiger bekommt, sind diese beiden Herrschaften hier. Oder 99 Cent. Schlüsselanhänger für 99 Cent. Wir haben auch welche um 1,99 gekauft, aber die haben wir schon verschenkt. Ja. Die sind schon abtransportiert worden, aber es gibt auch welche um 99 Cent und bei dem Preis, da kann man nicht Nein sagen. Ich habe gar keinen Schlüssel mehr, wo wir die raufhängen können, aber das macht nichts. Sind sie trotzdem. Die kann man nehmen, wenn es nur ein Andenken an diese Serie ist, dass wir in 10, 20 oder sogar vielleicht 30 Jahren irgendwann mal drüber sprechen und sagen, ja, es gab ja während dem Lockdown mal eine Lego Trolls Serie, die wurde wegen dem Film und dem allen irgendwie nicht so richtig angenommen. Da bin ich gespannt, wer das hier bekommt. Ihr seht ein T-Shirt in der Größe S. Wobei das ein schräges S ist. Lustigerweise hat das genau, als wir dort waren, auch ein Mann anprobiert und er hat gesagt, er hat noch nie S getragen, aber das passt ihm. Ja, ich werde es Christoph mal anprobieren lassen. Ich glaube, das wird mir sogar passen und ich sage nicht, wie viel es gekostet hat. Ich zeige es euch. Außerdem gibt es derzeit die Aktion mit 3 für 2 bei Bekleidung, bei Taschen, Rucksäcke, ich glaube auch Koffer, also sie haben ja auch sogar Koffer dort, das ist wirklich ganz cool und das nimmt man gerne mit nach Hause, denn das sind Sachen, die bekommen wir einfachen Kunden von Lego ja nicht, die gibt es nirgends zu kaufen und deswegen haben wir da gesagt, wir schlagen zu. Und jetzt ist das große Finale. Tassen. Und er hat eine Tasse gesucht mit unseren Namen und das ist eigentlich immer ein Ding der Unmöglichkeit. Bei Christoph ist es immer noch leichter. Rita gibt es eigentlich nie. Das Gute, Tim gibt es oft. Und deswegen haben wir ihm 2 Tassen mitgenommen. Genau. Aus denen kann er zwar noch nicht trinken, besser wäre ein Fläschchen, aber die sind okay. Ich weiß nicht, hier steht Legoland Deutschland Ressort. Genau. 2019, also das sind die vom Vorjahr. Das ist 2020. 2020, aber um 3,99 haben wir gesagt, eine Namenstasse nehmen wir ihm mit. Ihr werdet uns vielleicht in der nächsten Zeit draus trinken sehen. Später dann den kleinen. Tim Fancy. Und auch, es gibt da, wie gesagt, unsere beiden Namen gibt es nicht. Es gab nur Christian. Und es gibt dafür relativ viele neutrale, sagen wir mal, so wie Habibi gibt es, A-Fall. Wir haben uns aber für Isle of Bricks entschieden. Weiß nicht, Rita hat Habibi nicht so gefallen.
irgendwie auch nicht, ich weiß nicht. Die haben wir uns auch noch gekauft. Genau. Und somit, ich bin jetzt nicht ganz im Bilde, aber der Haul ist schon vorbei. Hier haben wir noch die Rechnung aus dem Aktionszelt. Genau. Das sind, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, 51 € gewesen, die wir dort ausgegeben haben. Wir haben noch einige Tassen mehr gekauft. Ja. Auch für Christophs Eltern haben wir welche mitgenommen. Genau, deswegen sind da einige Tassen mehr drauf. Die sind schon abgeführt worden, genauso für die, wie die T-Shirts für Ritas Neffe und Nichte, die sind auch schon weg. Also ein paar Sachen, so ein kleines Schwert hat der Neffe bekommen, ja, das ist auch schon weg. Ein Ninjago-Schwert, irgendwie alle Jungen, die dort herumwuseln im Legoland, die wollen nur kämpfen. Und da gibt es ja diese Schaumstoffschwerter und die sind eigentlich ganz cool. Ja. Also da haben wir uns gedacht, das ist sicher was für ihn. Richtig, ja. Also ein schöner Haul. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare. Wir haben jetzt schon ein paar Meldungen bekommen, dass Leute in der Community auch im Legoland waren. Oh ja. Schreibt uns, wie es bei euch war, was ihr so eingekauft habt. Vielleicht haben wir ja auch das Mega-Schnäppchen verpasst, weil wir irgendwie nicht vor Ort oder am richtigen Ort waren. Und es tut uns leid, dass wir euch nicht erkannt haben. Denn ein paar haben gesagt, sie haben uns erkannt, aber natürlich immer schwierig, ja. Ich war mit Filmen beschäftigt, Rita musste Schnäppchen suchen. Eben. Wie gesagt, schreibt uns auch natürlich, wenn ihr Fragen habt. Wir sind jetzt schon ein paar Mal dort gewesen, sind keine Experten, bei weitem nicht, oder aber wir falls wissen ein ihr paar etwas Dinge. Spezielles sehen wollt, denn es wird sicher diesen Sommer nochmal so weit sein, dass wir nochmal hindüsen. Ich bin schon gespannt. Aber falls ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, dann einfach in die Kommentare und wir bemühen uns das nächste Mal, dass wir das auch herzeigen. Richtig, sehr, sehr gerne. Ja, richtig. Bis dahin haben wir jetzt wieder jede Menge zu tun. Wir werden jetzt und viele Tassen. viel zu trinken, genau, oder Becher. Oh ja. Und auch einiges zu bauen. Also ihr seht, es geht voran, sowohl in Wild City als auch hier in unserem Küchenstudio. Genau. Ja. Wie wenn wir was kochen würden. Aber gut, genau. Bis dahin mit dem Kochen haben wir es nicht so. Naja, bis dahin auf jeden Fall eine ganz schöne Zeit. Viel Spaß, wenn ihr auch ins Legoland fahren werdet oder gefahren seid. Auch vielleicht Legoland Billund, das wäre für uns natürlich auch mal interessant. Ja. Und nochmal danke fürs Einschalten der Legoland Vlogs und auch der anderen Videos natürlich. Meldet euch, wie es bei euch war, was ihr gesehen habt, was wir verpasst haben, wenn ihr Fragen habt. Und dann würde ich sagen, Cheers und einen schönen Tag. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.